Wir haben den Revolver. Oh, hä? Ach, da steht auch was mit der Krawatte, ne? Entferne sie um Gottes Willen nicht, ehe die Magie ihren Lauf nimmt. Ja, hätte ich das mal gewusst, ne? Ich hoffe, wir haben noch das Glück. Statt der Joyce-Bericht müssen wir auch noch machen. Aber Waffe ist erledigt, richtig? Hol dir deine Waffe zurück, ja. Wir haben die Waffe. Alles mein Pfand. Ich will natürlich einmal schauen. Da ist sie. Ich habe aber keine Muni, ne? Das ist natürlich nicht so hilfreich dann. Woher kriege ich Munition? Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. It smells really bad. Könnte es eventuell die Jacke von Mr. Abwärtsspirale sein? Nehmen es genauer unter die Lupe. It's streaked with dried seagull shit and tangled with pieces of seaweed. The dangling arm suggests that there might be a jacket beneath the crust of filth. Eieiei. Much as the thought of touching it causes you to cringe, this could be the jacket the idiot in the colorful tracksuit was looking for. Na, seit wann nennen wir ihn denn Schwachkopf? Was ist da los? Er ist unser Freund. Ja. Oh, hä? Ist das interaktiv? Dieser schmutzige Lumpen ist nun schon seit einer ganzen Weile den Launen der Elemente ausgesetzt. Ist voll mit Möwenscheiße und aufgrund von weiß Gott welchen natürlichen Vorgängen abartig steif geworden. Man kann nicht einmal erkennen, welche Marke es ist. As you hold it in your hands, it makes an uncomfortable crunching sound. Mann, wie konnte diese Jacke bloß so ekelhaft dreckig werden? It's a sordid, filthy tale, not for the weak. Are you sure you can stomach it? Ich denke darüber nach. It occurs to you that you're not even holding the jacket itself, but rather the thick crust of jetsam and seagull shit that ensconces it. It smells like a dead sea creature, tangled in grey strands of seaweed. It must have spent quite some time in the water before the tide deposited it ashore. Oh Gott, jetzt analysieren wir noch die Kruste oder was? Okay, aber woraus besteht die Kruste eigentlich? Somehow, it was carried or dragged to the boardwalk. If not by human hands, then perhaps the feral dogs that prowl the beaches at night. Also das ist echt widerlich, mir reicht's. Why? Why did you think about it? Look at your hands. They're covered in muck. Igitt. Now you're just flicking that shit everywhere. This is a disaster. You'll never get the smell out. Oh nein. Oh mein Gott, oh Gott. Das hat's ja gebracht. Weiter kommt man dann auch hier nicht mehr. Vagabunden haben die Plane vor kurzem rot gestrichen. Wasser tropft von ihr herab. Eine Münzwaage. Sie wurde seit 10 Jahren nicht benutzt. Eine tolle Brille. Ich werde noch einmal kurz speichern. Ich traue der Frau nicht. Ich
denke, die haut mich noch um mit ihren Brüsten oder The so. woman stands slumped. She looks catatonic under her mountain of RCM paraphernalia. Is one of those things a police cap? There were narcotics in there too. You're thinking of taking them. Do. Ich weiß nicht. Ich hebe die Mütze auf. She doesn't even flinch as you reach out and disentangle the familiar-looking lieutenant's cap from her mountain of RCM paraphernalia. Ich rüttel sie an der Schulter. The old woman doesn't react to your touch. Ich konfisziere das Rauschgift. You take the vial of Pyrrolidon and the bottle of speed as evidence, obviously. Alles klar, ciao. The Jamrock Shuffle. Hoffentlich was Gutes. Hoffentlich was Gutes. In a way, yes, you are treasure hunting. Most officers from Precinct 41 do what is called the Jamrock Shuffle, cracking open containers. Most of them are from Jamrock or Coal City, the poorest parts of Revachol, that also overlap with the network of royal catacombs called Le Royaume, just beneath the streets. As children, you would all go underground, hoping to find treasure, and come back with a rat's tail or a used needle. That playful curiosity must still be in you. Who knows, maybe one day the Orbe de Montagne, the Holy Scepter, and the Cocaine Skull will all be yours. Okay, cool. Bessere Beute in abgeschlossenen Behältern. Ah, nice. Cool. Heißt das, hier ist jetzt zum Beispiel bessere Beute drin oder zählt das nicht als abgeschlossener Behälter? Ein behelfsmäßiges Dach. Vagabunden haben versucht, die Promenade bewohnbar zu machen. Okay. Bisher habe ich noch keinen Punkt zum Untersuchen gefunden, richtig? Ich meine, es ist noch früh. Wir haben jetzt eigentlich noch, können noch in Ruhe alles hier erkunden. Ein großer Weinbehälter, er ist offen und leer. Dann werden wir da auch nichts finden. Oh, da ist jemand. Echte Arbeiter. The smell. It's awful and familiar. Oh Mensch, das ist schrecklich. It doesn't help. You can still smell it. Was ist das? Don't you recognize it? That hideous pungency. That faintly cloying sweetness. Oh mein Gott. Only death smells like that. Oh nein, das ist nicht der Arbeitertod, oder? Something cold wakes in the pit of your stomach. Fear. Oh, es ist eine tote Leiche, oder? Yes. A sense mal. of dread washes over you as you look ahead. Scheiße. Oh. Einmal ein bisschen zurückheilen hier. Haben ja genug Gegenstände. Oh Mann, scheiße, ey. There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Ja, ich nehme erstmal alles mit. Ja, erstmal alles einpacken hier. Ich untersuche das Tara. 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter Ist is doch all egal. you find. Pfand ist Pfand. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. Aber Pfand ist Pfand. Naja. Ich untersuche das Päckchen Zigaretten. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red Astra. Ich untersuche das Kebab-Papier. You see traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads Shish Kebab Revachol. It's hard to concentrate in the smell. The sea air brings some relief.
Ja, ich guck gleich. Ach, Mann. Dieses Münzfernrohr ist schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb. Hör auf, an dem Münzfernrohr herumzufuschen und halte dich an irgendwas fest. Der Wind ist zu stark. Ach so. Ach, Mann, Typ, ey. A man lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Half of his body has slipped between the cracked boardwalk, starting with the right leg. The fall has left him broken, contorted like a sad puppet. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely heading there. Another dead body. This is your job. Steel yourself. Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Breathe. Puh. Ich mustere die Kleidung des Mannes. He's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. Es ist der Arbeiter von der Frau. Ich durchstöbere seine Taschen. You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into two. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Er sollte doch ein Buch holen. Betrachte den Mann genauer. The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. Shit. You have to be quite inebriated to fall that bad. Well over a liter of pure ethanol. 3 bottles of wine or 1.5 of spirits. Schreibt man das nicht mit E? Ich untersuche sein Gesicht. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his mustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. Tja, hätten wir das gewusst, hätte Kim den direkt mitnehmen können, ne? He was confused when he died. Confused and alone, most likely. Overcome with the awful surprise of it all. He was just about to head home. The first step back home proved to be his last. Scheiße. Ich betrachte die Umgebung. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Untersuche den Kopf des Mannes. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. This is where he came out of himself, drop by drop, when he was unconscious. It took 3, maybe 4 minutes. Ich trete auf die Planken, aber vorsichtig. They screech under your feet ominously. It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the boardwalk to break. It definitely looks fragile. Das sieht extrem gefährlich aus da. You see waves churning below. Something cracks beneath your feet. Ich untersuche die Flasche. A .75 liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. It's mid-market spirits with a slight touch of menthol. The man meant to enjoy himself, have a good time. Untersuche das Kaugummipapier. Rubowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. Ich sehe hinein. The blackness of death. Stench. You think you see white chewing gum too. Mache einen Schritt zurück. The entire boardwalk creaks in the wind as you take a step back. Was soll ich mit der Leiche machen? First, you need to talk with the lieutenant. Then report back to the station. This is too complicated to handle on your own. Ja, machen wir mit Kim. Ach shit, ey. Was ist hier? Um was geht's? Ach, die haben wir auch noch. +1 Autorität. Aber der Hut.
Nein. Nein. Gut. Entschuldigung. Vermutlich Schmuggelware, riecht nach einer süffigen Gärung. Okay, wo auch immer. Hier der offene Wein oder was? So. Hier ist nichts mehr. Ich glaube nicht, dass man da lang kommt. Kommt man da lang? In der Seite irgendwie? Nee. Eher nicht. In welchem Punkt sind wir hier? Da war die Leiche, ne? Da auf diesem Steg. Das heißt, man kann wahrscheinlich noch hier bis hier hinten gehen, wo dieses Eiland ist. Das müssen wir auch noch untersuchen. Okay, okay. Kirche, ja. Das ist die Frage. Ich glaube, in die Kirche gehen wir vielleicht nicht alleine rein. Jemand muss sich ordentlich verausgabt haben, um die Kunststoffkuppel zu zerstören. Telefon. A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone, unless you're out of change. Ich nehme den Hörer ab. Wen könnte ich denn anrufen? You hear the tone. The machine is inoperable. Ja, okay, ich werfe 10 Cent ein und wähle eine zufällige Nummer. 005 2403 155. Calling. Still calling. This feels wrong. Should you be doing this? Ich hab... Nö, eigentlich End of nicht. tone. Someone picks up. Hallo? Pierre? Is that you, Pierre? Die weibliche Stimme am anderen Ende hört sich an, als wäre sie 100 Jahre alt. Nein, ich bin nicht Pierre. Do you have any news about Pierre? Wer ist Pierre? He's my sister's grandson. He used to visit me as a lad. Fine young man. But who are you then? A salesman of some sort? Modern goods are rubbish, and I can't afford them anyhow. It's a shame what you did to our country. Ich weiß nicht, wer ich bin, aber wer sind Sie? I was a baroness. Ah, Pause. There is silence on the other end. schön für Sie. You won't get me, and you won't get my money. Okay, Phone hanging up. Disconnect tone. das war schön. Ich kann jetzt einfach immer irgendwelche zufälligen Nummern anrufen? Okay, alles klar. Das so viel Sinn macht, ich weiß es nicht. Noch ein Telefon. Ein defektes Telefon. Der Hörer ist zertrümmert, als hätte jemand mit zu viel Schwung aufgelegt. Okay, ja. Hier unten ist nichts. Das ist dann die Kirche. Du spürst, dass der Schatten eines sehr großen Gebäudes auf dich fällt, ja. In Schatten sind staubige Bänke zu erkennen. Viele scheinen zu fehlen. Nein, Entschuldigung, du sollst da gucken. Da liegt auch was. Ein in Finsternis gehüllter Altar oder etwas Ähnliches. Es ist einfach zu dunkel. Ja, wir sollten tagsüber wiederkommen. Auf dem Schild steht Saint-Brun 1... Ja, Saint-Brun 1147 oder so. Ich weiß nicht, ob das das Jahr ist. Wahrscheinlich.